Total schick, stehen wir also mitten auf dem Busbahnhof und wirken ein bisschen bescheuert dabei. Hast du schon? Ja. Okay, ja, also ich bin Laura, ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Hasbergen, das ist in der Nähe von Osnabrück. Und ich studiere im Moment in Leeuwarden, das ist in den Niederlanden, ziemlich im Norden. Ich studiere Media and Entertainment Management, also Medienmanagement im größten Sinne. Und ja, das ist eigentlich von mir. Jetzt sollte ich mir überlegen, was Kunst ist, und habe mir dafür so eine kleine Mindmap gemalt, weil es nämlich gar nicht so einfach war, sich das zu überlegen. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, Kunst. Kunst ist ja alles Mögliche. Kunst ist ja Musik, Kunst ist Malerei, das sind irgendwie bildende Kunst, Skulpturen zum Beispiel, aber auch sowas wie Theater oder Tanz, Fotografie. Und irgendwie das Wichtigste dabei ist ja auf jeden Fall, dass man fantasievoll ist. Und Kunst ist ja eigentlich alles, womit man ausdrückt, zum Beispiel Meinung oder Gefühle ausdrücken kann. Aber Kunst ist ja auch sehr subjektiv. Also was die eine als Kunst empfindet, empfindet die andere nicht als Kunst. Also muss man sozusagen eine persönliche Beziehung zu so einem Gegenstand, zu einem Bild zum Beispiel oder ja, zu einem Musikstück aufbauen, um, finde ich, das als Kunst zu empfinden. Dann ist mir noch eingefallen, bei mir an der Universität, an der Stan University in Leeuwarden, gibt es einen Studiengang, der nennt sich Kreativtherapie, ganz außergewöhnlich. Und da lernen die Studenten sozusagen Kunst als Therapieform einzusetzen. Also wird Kunst in dem Moment dann sozusagen als zum Kommunikationsmedium, wo Menschen, die vielleicht sich verbal nicht so gut ausdrücken können, dann so ihre Gefühle ausdrücken können in verschiedenen Kunstformen. Das fand ich auch ganz spannend. Ja, dann gibt es natürlich, ich finde, dadurch, dass es wirklich auf den Betrachter ankommt, kann eigentlich jeder ein Künstler sein. Das ist eigentlich eine ganz spannende Angelegenheit. Ich habe mich entschieden, einen für mich positiven Ort zu zeigen. Und zwar ist das Pfarrgemeindehaus der katholischen Kirchengemeinde St. Joseph in Hasbergen. Und ja, eigentlich ist es gar nicht so sehr der Ort, der was Besonderes für mich ist, sondern vielmehr die Leute, die sich da regelmäßig treffen. Aber die sind gerade leider alle nicht da und deswegen zeige ich einfach mal den Ort. So, ich befinde mich jetzt im Pfarrgemeindehaus, im sogenannten Jugendkeller. Und vor ungefähr 8 Jahren entschieden sich die Jugendlichen, die hier ehrenamtlich Jugendarbeit machten, ihre Arbeit unter einen offiziellen Träger zu stellen. Und dafür suchten sie sich halt die KJG aus. Das heißt Katholische Junge Gemeinde, das ist ein katholischer Kinder- und Jugendverband, den es in ganz Deutschland gibt. Ja, unter diesem offiziellen Träger setzten sie halt ihre Arbeit fort, machten ganz viele Aktionen, Übernachtungsaktionen für Kinder oder Wochenendaktionen. Und ich war damals 14 und wurde gefragt, ob ich nicht Lust habe, im Leitungsteam mitzuarbeiten. Und ich fand das total super und habe mich dann gleich da engagiert. Habe dann dieses Leitungsteam 5 Jahre lang da mitgemacht, wurde immer wieder gewählt und es hat mir super viel Spaß gemacht. Gerade die Leute, die ich da getroffen habe, es sind ganz viele Freundschaften entstanden. Wir haben ganz viele tolle Sachen zusammen gemacht, auch außerhalb dieser Treffen, die wir jede Woche hatten. Ja, und vor 3 Jahren habe ich mich dann entschieden, mal ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen und habe mich in den Diözesanverband wählen lassen. Das ist ein Leitungsgremium auf etwas höherer Ebene. Dieser Ausschuss ist für mehrere Aktionen, für mehrere Gemeinden zuständig. Und es werden dort diözesanweite Aktionen geplant und natürlich auch die jährliche Konferenz, die ein ganz großes Event sozusagen ist. Ja, und seit 3 Jahren bin ich dann auch im Schulungsteam. Dieses Team bildet Gruppenleiter aus, neue Gruppenleiter, und bildet ältere Gruppenleiter weiter. Und das macht mir super viel Spaß. Ich habe wieder ganz viele tolle neue Leute kennengelernt. Wir haben ganz tolle Aktionen gemacht, wie zum Beispiel in diesem Jahr die Aktion Zündstoff Kinderrechte zusammen mit Terre des Hommes. Das war super interessant. Wir hatten einen Aktionstag in einem Freibad in Osnabrück, der sehr gut angenommen wurde. Das alles hat hier in diesem
in diesem Jugendkeller angefangen und deswegen ist das für mich ein sehr positiver Ort. Und da das aber nicht nur an diesem Ort sozusagen festgemacht ist, was hier alles passiert ist, sondern es ganz doll auf die Leute ankommt, habe ich mir überlegt, noch andere Gruppenleiter zu Wort kommen zu lassen. Das passiert jetzt hier im Anschluss. Los geht's. Ja, ich bin Michael, ich bin 21 Jahre alt, seit ungefähr 8 Jahren jetzt in der KLG hier in Hasbergen, war mit einer der ersten. Bin jetzt zusätzlich noch in der Diözesanleitung. Ich bin in die KLG gekommen durch eine Firmengruppe eigentlich. Und dann mit einem Kumpel zusammen sind wir da einfach mal zur Gruppenleiterrunde hingekommen. Und so ist das Ganze angefangen. Ja, wir kommen jetzt gerade aus dem Zeltlager wieder eine Woche, hatten leider eine Woche nur Regen. Wir beseitigen jetzt so die letzten Spuren und wollen dann mal gucken, dass wir jetzt noch ein bisschen Ferien haben. Gibt es irgendwie ein ganz bestimmtes Erlebnis, was du so mit der KLG verbindest? Oder eine richtig coole Aktion? So? Ja, Zeltlager ist natürlich immer das Highlight jedes Jahr, deswegen, weil mir das auch gerade noch so in den Knochen steckt, ist eigentlich das immer so das Highlight im Jahr. Ja, hallo, ich bin Thomas, ich bin 24 Jahre alt, bin seit 8 Jahren in der KLG, habe hier in Hasbergen die KLG mitgegründet, war 7 Jahre lang Leitung in Hasbergen, war zwischendurch auch mal im Diözesanausschuss. Ja, jetzt komme ich gerade auch aus dem Zeltlager wieder und mache noch ein paar Restarbeiten und dann letztlich erstmal wieder ausgeschlafen. Was war dein Highlight so dieses Jahr? Dieses Jahr war es auch auf jeden Fall Zeltlager und die Aktion im Moskaubad vom Diözesanverband war auch sehr gut. Kannst du 2 Sätze erzählen, was da gemacht wurde? Dort haben wir zum Thema Kinderrechte einen Stand gehabt, wir haben Luftballons steigen lassen und alkoholfreie Cocktails verteilt. So, wir sitzen jetzt hier im Lillys Café in Osnabrück und die Kamera geht jetzt weiter an Helka.